Back home, man. Sie warfen nach ihm mit Steinen. Er lächelte, mitten im Schmerz. Er wollte nur sein, nicht scheinen. Es sah ihm keiner ins Herz. Es hörte ihn keiner weinen. Er zog in die Wüste hinaus. Sie warfen nach ihm mit Steinen. Und er baute aus ihnen sein Haus. Entschuldigung, wenn Sie her sitzen. Entschuldigung, können Sie mir eins rutschen? Einfach eins weiter. Also, die kennen doch keinen Anstand. Entschuldigung, in der Schweiz steht man auf, wenn jemand krank oder schwach ist. Entschuldigung, reden Sie mit mir? Ja. Also bei uns im Kur ist man nicht krank, wenn man Heuschnupfen hat. ¿Cómo necesitamos? Na bota mana, mulher manga preferência lipembe, na sala com assistente medical. Ich heiße Dimitri, bin geboren in der und in Zürich aufgewachsen. Meine Lieblingsfarbe ist Stubenblau und ich studiere seit dem letzten Herbst an der Uni in Zürich. Mijn naam is Sandrine. Ik is geboren in Bibi. Ik ben groot geworden in Zuid-Afrika. Mijn lievelingskleur is bloedrooi en ik zwart op die ogenblik in Basel. Je m'appelle Audrey, je suis née à Bibi. J'ai grandi à Zurich. Ma couleur préférée c'est le vert et j'étudie à l'université de Bâle. My name is Andrea. I was born in... Beep. I grew up in the United States and Germany. My favorite color is sunflower yellow, and I am a student at the University of Zurich. Grüezi wohl, Billetkontrolle bitte. Jawohl. Ja, danke schön. Merci. Do you have a ticket? Sie können Ja, also,
könnte ich Ihr Billett kontrollieren. Da haben Sie schon als Hauptplatz. Ja, dazu brauchen Sie aber noch ein anderes Billett. Genau, da. Ja. Ja, aber danke schön, schönen Abend. Ade. Wow, Sie können aber gut Schweizerdeutsch. Wo kommen Sie denn? Von der Schweiz, Ja, und wo denn genau? von Zürich bei Winterthur umeinander. Ich meine mich so ursprünglich. Wissen Sie was? Ich bin keine Sehenswürdigkeit. Ich will und muss Ihnen nicht erzählen, woher ich komme, wo ich aufgewachsen bin, wie viele Geschwister ich habe, wo ich zur Schule bin, wie es in der Schule war und wie das Ganze mit meinen Eltern gewesen ist. Das geht Sie nichts an. Sie kennen mich nicht. Immer und immer dieselbe Frage. Eine Frechheit nenne ich das. Und dann reagiert es noch blöd, wenn ich mich weigere, die Frage zu beantworten. Ich sei zu sensibel und überreagiere. Sie hätten ja nur Interesse an mir. Aber ganz ehrlich, das ist doch einfach billige Neugierde. Weil ich bin kein Buch, ich bin kein Gemälde, ich bin aber auch keine Zeichnung oder ein Museum, wo man in der Freizeit anschauen kann und auf Knopfdruck alles erfahren kann. Wer die Burg gebaut hat, wieso man sie gebaut hat, wann sie gebaut worden ist und was das Ganze mit dem Museum gegenüber zu tun hat. Aber vielleicht bin ich ja gut. Und meine Eltern sind Pyramiden aus dem Sudan. Und weil es ihnen dort zu heiß war, sind sie mit der Fähre Richtung Norden. In Sibirien aber ist es ihnen doch zu kalt, darum sind sie in der Schweiz gelandet. Vielleicht ist das erklärt. Wissen Sie was? Ich bin keine Sehenswürdigkeit. Lisa C. 26. Lisa C. 26 Jahre alt. Vor 1,5 Jahren kontrollierte mich die Polizei zusammen mit Freunden. Sie nahmen uns mit, weil wir keine Aufenthaltsbewilligung hatten. Wir müssen uns ausziehen, sie kontrollierten und befragten uns. Ich musste für 3 Tage ins Gefängnis. Danach schickten sie mir eine Rechnung über 1400 Franken. Seit dieser Erfahrung habe ich Angst vor der Polizei. Ich gehe einmal pro Woche zur Psychologin. Ich habe Schlafstörungen seit 2 Jahren, seit ich meinen negativen Asylentscheid erhalten habe. Seit 2 Jahren. Seit der Kontrolle sind die Schlafstörungen schlimmer geworden. Jetzt muss ich Tabletten nehmen, damit ich einschlafen kann. Pro Tag nehme ich 2 Tabletten. Eine gegen den Stress und eine zum Schlafen. Wenn eine allein nicht reicht, nehme ich eine zweite, bis ich schlafe. Eine zweite. Entschuldigung, da bin ich hier im richtigen Zug. I'm sorry, we don't speak German. I need help. Is this the correct train to Bern? Sie sind, glaube ich, im falschen Zug. I don't know, we're going to Basel. Yeah, but this train goes to Bern also. Also ich glaube nicht, dass der Zug auf Bern fährt. I really don't know. Ja, also sind Sie sicher, dass dieser Zug nicht nach Bern fährt? Ja, ich bin mir sicher. Ich heiße Sandrine, bin bald 21, studiere in Basel und bin Südafrikanerin. Hier fangen die Fragen an. Das heißt also, dass eine deiner Eltern schwarz
oder? Habt ihr dort unten fließendes Wasser? Hast du in Afrika eine allgemeine Schulbildung bekommen? Aus welchem Land in Südafrika kommst du denn? Habt ihr auch Teerstraßen oder sind das nur solche Naturstraßen? Deine Haustiere waren wahrscheinlich abartig exotisch. Oh ja, ich hatte zu Hause einen Stall mit meiner Lieblingsgiraffe Lisa. Ich bin mit ihr immer in die Schule geritten. Sie wurde aber mal leider krank und dann musste ich mit dem Elefanten vom Nachbarn reiten. Mein Wachhund war ein importierter Tiger. Die Leute mit ein bisschen weniger Geld mussten halt oder konnten nur einen Löwen als Schutz nehmen. Ich bin eigentlich Albino, habe um die 30 Geschwister und ich kann genauso gut Afrikanisch sprechen wie du Europäisch. Wissen Sie was? Ich finde es so gruselig. She was my first girlfriend, and I was very nervous when she wanted to invite me to her parents. When I was at the door, and the parents opened the door, you could just see the smile fading from their faces. The mom was going pale, and the dad showed anger. And then she and her mom went to the kitchen, and I was alone with her dad. And he just said, "I think it would be better if you go home and stick to your own people." After that, my ex ignored me. I thought something might have happened to her, but she just acted like she didn't even know me. The worst thing about that was that I didn't actually hate him or his thoughts about that. It was more that I started hating myself. I thought it was my fault somehow. Rasulo, 32 Jahre alt. Ich wurde schon so oft von der Polizei kontrolliert, dass ich nicht mehr weiß, wie oft. Die Polizisten auf der Straße schauen so. Je dünkler, desto ärmer. Also kontrollieren sie. Es ist normal geworden, dass wir die Langstraße entlang gehen und sehen, wie die Polizei einen Schwarzen an die Wand stellt und untersucht. Einmal bin ich rausgepickt worden, als ich in einer Regenparty gehen und bin vor der Schlange gestanden bei der Clubkanzlei, wo die Polizei gekommen ist und alle Schwarze kontrolliert hat. Ich habe meinen Ausweis nicht dabei gehabt und habe gedacht, ja, es ist nicht so schlimm. Aber es ist mir schon mal passiert, dass ich mich geweigert habe und mich gewehrt habe und dann haben sie mich mitgenommen. Wenn ich ein Problem hätte, würde ich die Polizei nicht rufen. Das wäre das Letzte, was ich tun würde. Vielleicht in einem Worst-Case-Szenario. Nur dann. Die Polizei ist da, um die Reichen vor den Armen zu beschützen. Und je schwärzer, desto ärmer. Das ist ein globales Phänomen. Das Problem geht viel tiefer als Racial Profiling.
of racism abroad, scoffing at injustice, shaking our heads at violent turmoil, and lifting our noses in disgust as yet another in handcuffs is thrust. Things are different here, better. Here we sit comfortably on the bus, knowing the one person question will not be us. We proudly vote to keep our sheep white, while calmly watching the end of a young man's good night, as security heads straight for him, grabbing one by one a limb. Things are different here, better. Applying for a job with photo top right, the only questions we worry are if it was too bright. We walk through the station, heads held high, raising our eyebrows towards those in the corner with a sigh. Things are different here, better. We set down our briefcases and rustle our newspapers. Front page statistics, bold and black, tell us again and again we are being too slack. So we pull our bags closer to us, wondering why some people make such a fuss, talking of injustice, discrimination, of racism in this mountainous nation. We shake our fingers in disgust. Things are different here, better. Ahmad F., 38 Jahre alt. Ahmad F. Ich wurde einmal am Berlin kontrolliert. Nachdem ich meinen Ausweis gezeigt hatte, musste ich mich bis auf die Unterwäsche ausziehen. Ich fragte warum. Ich habe keine Drogen, keine Messer, gar nichts. Du bist ein Ausländer, haben sie gesagt. Bleib ruhig, habe ich mir gesagt. Dann haben sie mir Handschellen angelegt. Sie haben eine halbe Stunde lang telefoniert. Dann konnte ich wieder gehen. Als ich bereits illegal am Stadtofen war, kam die Polizei, als ich eine Zigarette rauchte. Marlboro, sagten sie, die kosten 8 Franken. Hast du die geklaut? Ich sagte, das würde ich nicht machen. Und schöne Kleider hast du auch an. Dabei habe ich die Secondhand gekauft. Dann wollten sie mein Ticket sehen. Oh, ein Abo hast du auch. Was wollen Sie? Ich esse nur Pasta. Ich gehe nie in ein Café. Ich kaufe nur Zigaretten. Dann nahmen sie mich mit in die Kaserne. Da war ich 4 Tage. Ich bekam eine Gefängnisstrafe von 1 Monat und musste 700 Franken Buße zahlen. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, die im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung sind. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, die sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten und im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung sind. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, von denen nicht erwartet ist, dass sie den Bestand oder die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung gefährden. Es ist verboten, Personen in Brand zu stecken, soweit sie nicht durch ihren Verhalten dazu Anlass geben. Es ist insbesondere auf Jugendlichen, die angesichts mangelnder Freizeitangebote und in Unkenntnis der einschlägigen Bestimmungen sowie aufgrund von Orientierungsschwierigkeiten psychisch gefährdet sind, nicht gestattet, Personen ohne Ansehen der Person in Brand zu stecken. Es ist mit Rücksicht auf das Ansehen der Schweiz im Ausland dringend davon abzuraten. Es gehört sich nicht. Es ist nicht üblich. Es soll nicht zur Regel werden.
Es muss nicht sein. Niemand ist dazu verpflichtet. Es darf niemandem zum Vorwurf gemacht werden, wenn er es unterlässt, eine Person in Brand zu stecken. Jedermann genießt ein Grundrecht auf Verweigerung. Entsprechende Anträge sind an das zuständige Amt zu richten.